Hallo Holzfreunde! In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man Fräsungen für abgeschrägte Beine an Tischen oder Stühlen herstellt. Diese Art der Verbindung ist eigentlich sehr einfach und schnell herzustellen. Hier haben wir ein Beispiel von einem Stuhl- oder Tischbein, was 10 Grad abgewinkelt ist. Wie wir diese Befestigung herstellen, zeige ich euch jetzt. Ich habe mir diese Schablone konstruiert, und zwar 2 Stück davon. Die Bohrung hat einen Neigungswinkel von 10 Grad zur Spitze hin. Links und rechts gibt es 2 Anschläge. Meiner Meinung nach sollte in der modernen Holzwerkstatt der 3D-Drucker nicht fehlen, und damit sind die beiden Schablonen schnell ausgedruckt. Die beiden Bohrungen der Schablonen haben unterschiedliche Durchmesser. Der kleine ist für den Zapfen, der große für den Durchmesser des Beines. Des Weiteren gibt es noch 2 Nuten für die Zwingen und die Anschläge. In diesem Probestück werde ich jetzt die Bohrung fräsen für ein Tisch- oder Stuhlbein. Dazu nehme ich mir die Schablone mit der großen Bohrung, setze sie links und rechts gegen die Anschläge. Zum Spannen passen jetzt die Zwingen perfekt in die gedruckten Nuten. Das ist der Vorteil, wenn ihr eure Schablonen mit einem 3D-Drucker druckt. Ihr könnt jede Aufspannsituation bei eurer Konstruktion berücksichtigen und die Anschläge setzen da, wo ihr sie braucht. Für die Fräsung benutze ich jetzt einen 8 mm Fräser und eine 16 mm Fräshülse. Mein Stuhl- oder Tischbein hat einen Durchmesser von 28 mm. Somit muss bei der Konstellation meine Schablone einen Durchmesser von 36 mm haben. Diese Fräsung mache ich jetzt nur so tief, dass sie einen vollen Durchmesser erreicht. So sieht die Bohrung jetzt aus. Die Fräsung hat jetzt einen Durchmesser von 28 mm. Also genau den Durchmesser meines Tischbeines und gerade ebenso tief, dass der Durchmesser erreicht wird. Jetzt nehme ich die Schablone mit der kleineren Bohrung. Diese hat einen Durchmesser von 28 mm. Die Bohrung wird dann mit der Kopierhülse genau 20 mm sein.
Wunderbar. So sieht die Fräsung jetzt aus. Perfekte 10 Grad für einen kippsicheren Stuhl oder Tisch. Beliebig oft kopierbar. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachbauen. Wenn ich euch die Modelle zur Verfügung stellen soll für die Schablonen, dann schreibt das unten in die Kommentare. Ansonsten gebt mir ein Like und lasst ein Abo da.